Welcome to my crib. Komm rein. Es ist ein bisschen eng hier. Es ist ja nur eine kleine Wohnung in München. Und ich führe euch jetzt gleich durch diese Menschen. Wer sich schon immer gefragt hat, wo steht eigentlich das Laufband von Lifespan, was ich habe, das ist das Erste, was man sieht, wenn man zur Wohnung reinkommt. Die Tür geht gerade so auf, hier, als ob dieser Platz für das Laufband gemacht wäre. Hier wird es platziert. Ist auch relativ cool, weil ich kann das immer so packen und dann wird es einfach kurz durch den Flur geschoben, direkt an den Schreibtisch dran und dann kann ich in der Wohnung laufen. Ansonsten relativ unspektakulär, hier ein kleines Regal, hier schmeiße ich immer einfach alles hin, wenn ich reinkomme. Sieht man hier jetzt auch Kleingeld, Geldbeutel, Reisepass, Sneaker. Ja, und jetzt laufen wir fast schon den längsten Weg in der Wohnung, nämlich ins Bad. Mein Bad ist auch entsprechend klein, aber ist so super gut ausgestattet. Das Bad ist relativ neu, wie man sieht. Das ist noch nicht viele Jahre alt. Und ja, hätte ich diesen Schrank nicht, würde es, glaube ich, echt schwer aussehen mit dem Stauraum. Ansonsten, ich liebe dieses Bad sehr, vor allem mit der ebenerdigen Dusche. Ist sehr praktisch, es sieht auch gut aus. Also ich fühle mich in diesem Bad, obwohl das so klein ist, fühle ich mich hier sehr wohl. Und was ich euch mal zeigen muss hier, ich habe jetzt so ein bisschen Plastik aus meiner Wohnung verbannt. Und als erstes habe ich angefangen mit meinem Plastikseifenspender, auch dass ich Plastik nicht mehr so nachkaufen muss in diesen großen Verpackungen und sowas. Habe ich mir jetzt so ein Metall hier gekauft von Amazon, ist total geil. Und da mache ich einfach mit dem Metall die Seife da dran. Die Seife ist außerdem von der Waschkultur München. Super empfehlenswert. Und habe ich auch in der Dusche hängen. Ja. Mehr gibt es ja eigentlich so nicht zu sehen. Genau, dann gehen wir den gleichen Weg wieder zurück. Was ihr jetzt hier seht, das ist mein Einbauschrank. Ohne diesen Einbauschrank hätte ich ein riesiges Problem, weil hier ist wirklich alles drin. Meine Jacken, meine Rucksäcke, meine... keine Ahnung, was da drin ist. Mein Staubsauger. Hier rechts, Klopapier, alles drum und dran. Also wirklich eine komplette Wand, Verstauungsmöglichkeiten. Hätte ich die nicht, wüsste ich nicht, wo ich meinen ganzen Kram verstauen sollte. Dann kommen wir jetzt ins Herzstück der Wohnung. Mein Wohnzimmer, mein Streaming-Bereich und meine Küche und mein Essbereich. Also eigentlich alles außer Schlafen und Duschen, auf Toilette gehen, macht man in diesem Raum. Genau, wenn man hier reinkommt, sieht man schon super schön die große Fensterfront. Ich liebe die total. Am allerschönsten ist das, wenn man im Winter hier auf dem Sofa liegt und es schneit draußen. Das ist wirklich das ist so, als ob man wirklich im Freien ist schon irgendwie und man sieht dann draußen, es ist kalt, aber du selber bist hier in einer warmen Wohnung, du hast einen Tee auf deinem Schoß und dann sieht man die dicken, fetten Schneeflocken runterfliegen. Also es ist echt, das ist das Allerschönste. Also die Fenster liebe ich total. Würde sogar noch nicht mal, glaube ich, tauschen gegen den Balkon, muss ich sagen. Hier ist mein Streaming-Bereich. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere denken, oh mein Gott, klein. Und ja, das stimmt, das ist ein kleiner Streaming-Bereich, aber ich bin überhaupt froh, dass in meiner Wohnung dass ich überhaupt in meiner Wohnung einen Platz habe, um eine Streaming-Ecke überhaupt unterzubringen. Aber ich bin total glücklich damit. Eigentlich habe ich ja auch alles, was man braucht. 2 Bildschirme, sogar dafür ist Platz. Tower und mein allerliebster Schreibtischstuhl, den ich wirklich sehr liebe, auch sehr gut für den Rücken ist. Höhenverstellbarer Schreibtisch, auch wichtig, nutze ich auch sehr viel, wenn ich arbeite. Kabelmanagement habe ich immer noch nicht hinbekommen, sieht immer noch aus wie Scheiße, aber Rom ist ja auch nicht an einem Tag gebaut worden. Also das mit den Kabeln, das kriege ich schon irgendwie hin. Hier ist meine Essecke. Tisch von Ikea. Ich liebe diesen Tisch total, habe ich bei eBay Kleinanzeigen für gebraucht geschossen. Ich finde ihn eigentlich so ganz cool, ist sehr minimalistisch, so wie ich auch komplett meinen Einrichtungsstil mag. Vielleicht seht ihr das, hier ist kaum was in der Wohnung. Ich habe, glaube ich, ein Dekostück, das kann ich euch gleich zeigen, ansonsten ist die Wohnung total clean. Ja, und genauso mein Essbereich. Ist gut so. Meistens stehen hier noch Blumen auf dem Tisch. Also Blumen hole ich mir, oder habe ich mir zumindest einmal in der Woche geholt, für mich selber so, war immer so ein schönes Zuhausegefühl, habe mich auch immer ein bisschen selber damit belohnt mit so Blumen. Jetzt stehen da keine, ist ein bisschen blöd, muss ich wieder neu kaufen. Das hier, ja, ist meine Küche. Wie ihr seht, ist meine Küche ein Teil meines Wohnzimmers, finde ich aber auch relativ klug gemacht, weil es halt
so, wie nennt man das, Kerbe oder in so einem Eck zumindest von meinem Wohnzimmer. Also es ist so ein bisschen abgetrennt, aber doch auch schon im Wohnzimmer drin und auch total geil. Also die Küche ist genauso wie das Bad noch nicht so alt. Ich glaube, das wurde, ich schätze jetzt mal, wenn ich jetzt mit meinen Vermietern so rechne, vielleicht 6 Jahre oder so alt. Super minimalistisch, genau mein Geschmack und hat wirklich alles. Hier habe ich einen Platz für meinen Waschtrockner. Ich habe sogar eine Spülmaschine in meiner ganz kleinen Wohnung, was mich sehr glücklich macht, brauche ich auch, weil ich viel zu faul bin, um Geschirr abzuspülen. Genau, voll geil. Meine Lieblingskaffeemaschine, wo ich jeden Morgen 3 Latte Macchiato trinke. Also ohne die hätte ich, glaube ich, einiges an Lebensqualität, zumindest morgens, weniger. Das ist mein einziges Deko-Piece, was ich eben gesagt habe, der Metallmops, den ich mal von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Mehr Deko gibt es ja eigentlich. Doch ein Bild im Schlafzimmer, zeige ich euch gleich. Mein Thermomix, der benutzt wird, um Kartoffeln zu kochen. Sehr empfehlenswert, um Kartoffeln zu kochen. Ja, da ist die kleine Peggy, das ist mein Sofa. Das Sofa ist wirklich, ich liebe dieses Sofa auch sehr. Also es ist so wirklich sehr schön tief, es ist gut gepolstert. Peggy liebt das auch sehr, ne? Meistens ist es aber hier sehr unordentlich auf dem Sofa, weil die Peggy, die mag das einfach, wenn viele Kissen und viele Decken so aufeinander liegen. Man kann sich da reinlegen, ne? Und alles so, wie der Mops das möchte, ne? Dann zeige ich euch jetzt den letzten Raum, mein Schlafzimmer. So, ja, auch sehr kleiner Raum, aber auch Platz für alles, was man so braucht. Mein Bett ist, glaube ich, 1,60 sogar breit. Und Boxspringbett von Ikea, das schleppe ich wirklich schon viele, viele Jahre mit mir rum. Das habe ich mir damals, als ich in den Niederlanden gewohnt habe, habe ich mir das geholt. Und seitdem wird es immer mit mir rumgeschleppt. Bin ich auch sehr glücklich mit dem Bett. Das Bild habe ich selber gemalt. Das habe ich mir auch erst vor wenigen Wochen selber eingerahmt und hier hingehängt. Vorher war die Wand komplett nackt, das hat mir nicht so gut gefallen. Auf dem Bett ist mein Memory Foam Kissen, sehr empfehlenswert, wenn man Nackenschmerzen hat. Also es hat wirklich von meinem Schmerzlevel das einiges reduziert. Und mein Teddy! Oh. Teddy hat ein Glöckchen im Schwänzchen. Und Teddy habe ich jetzt, glaube ich, schon, ich kann gar nicht ein Leben ohne Teddy vorstellen. Ich glaube, Teddy habe ich seitdem ich 4 Jahre oder sowas alt bin. Ja, wichtig in meinem Leben. Also Teddy ist wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens. Ja, ansonsten, mein Kleiderschrank will ich jetzt nicht aufmachen, weil mein Kleiderschrank, der ist immer unordentlich. Also wenn ich mit einer Sache so ordentlich ich in manchen Bereichen hier so bin und auch in meinem Minimalismus und so, mein Kleiderschrank ist immer eine komplette Katastrophe. Deswegen würde ich jetzt das aufmachen, da sind Sachen einfach nur reingeknüllt. Aber dein Dirndl kannst du zeigen. Mein Dirndl kann ich euch aber zeigen. Ich habe sogar 2. Das sind meine Dirndl. Das sind 2 Dirndl, die sind beide von der Münchner Marke, Gott sei Dank. Und beide sehr minimalistisch, weil ich das einfach, bin ich so das Girly. Genau, das hier ist schwarz mit Nadelstreifen, wie man sieht. Die Schürze habe ich letztes Jahr dazu gekauft. Eigentlich eine ganz süße Kombi mit goldenen Knöpfen. Und ganz wichtig, Gott sei Dank hat Stretchstoff, weil Dirndl, die müssen ja auch eng sitzen und so, ne? Und dadurch, dass das Stretchstoff ist es ein bisschen erholsamer für den Rücken. Das ist das eine, das ist mein älteres. Und das hier ist mein neueres Dirndl. Das habe ich jetzt, ich glaube, das habe ich seit 2 Jahren oder ich glaube seit 3 Jahren habe ich das. Habe ich mir sogar ein bisschen zurechtschneidern lassen. Das war erst ein Dirndl, das hatte Ärmchen, auch so Puffarme hier oben. Die habe ich abtrennen lassen. Und jetzt ist es halt ärmellos. Ist auch, man sieht, also die Schürze hat genau die gleiche Farbe wie das Dirndl an sich. Trägt man so, ist sehr traditionell, ist nicht so aufdringlich. Ja, liebe ich auch sehr. Also ich freue mich schon darauf, die Dirndl wieder zu tragen dieses Jahr. Mit einem Janka natürlich oben drauf. Auch von der gleichen Marke. Okay, alles von Gott sei Dank liebe ich sehr, freue mich schon sehr aufs Oktoberfest. Die Wohnung ist 45 Quadratmeter groß, wie gerade gezeigt 2 Zimmer und liegt in München in der Innenstadt in der Nähe des Englischen Gartens. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Gegend, eine sehr gute Lage. Preislich liegen wir hier bei 1.100 Euro warm. Wird sich der eine oder andere denken, oh mein Gott, wie viel ist das? Aber es ist tatsächlich für München, ist das ein guter Preis, insbesondere für die Lage. Hätte ich sie nicht genommen, wäre die Wohnung sofort weg gewesen.
Genau. Ich habe das Glück, dass die Wohnung noch einen Tiefgaragenstellplatz dabei hat. Es ist auch Gold wert in München, weil es hier keine Parkplätze gibt und der kostet mich nochmal 100 Euro extra. Ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, drückt auf jeden Fall den Abonnieren-Button, falls ihr noch nicht abonniert habt und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch.